Herzlich willkommen! Mit diesem Video möchte ich mich für Stand heute insgesamt mehr als 40.000 Abonnenten bedanken. Vielen Dank an alle, die meinen Kanal abonniert haben. Und deshalb zeige ich euch heute, wie ihr ein XXL Kinderbueno zu Hause selber machen könnt. Dafür brauchen wir zunächst eine Kastenbackform, außerdem eine biegsame und stabile Kunststoffplatte mit den Maßen 30 x 20 cm. Die Kunststoffplatte jetzt etwas biegen und in der Backform platzieren, sodass der Boden der Form eine Rundung erhält. Als nächstes habe ich hier insgesamt 14 Kartonteile zu kleinen Halbkreisen zurechtgeschnitten. Die Rundung sollte in etwa der Rundung der Kunststoffplatte in der Backform entsprechen. Insgesamt 7 Kartonteile dann übereinander legen, straff in Frischhaltefolie einwickeln und so basteln wir uns insgesamt 2 Trennteile für die Bueno-Form. Die Form anschließend am Boden und den Seiten mit etwas Öl einfetten, dann einen Bogen Frischhaltefolie hernehmen und die Form damit möglichst glatt auskleiden. Danach die beiden Trennteile mit gleichmäßigem Abstand in der Form platzieren und etwas andrücken. Wenn das erledigt ist, insgesamt 300 Gramm Vollmilchschokolade über einem Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen. Die Form jetzt mit etwa einem Drittel der geschmolzenen Schokolade einpinseln, also nicht mit den kompletten 300 Gramm. Danach brauchen wir solche Waffelblätter, die bekommt ihr in gut sortierten Supermärkten, meist in den Regalen mit hauptsächlich osteuropäischen Produkten. Falls ihr die Waffelblätter nicht finden könnt, könnt ihr alternativ auch einfach Eiswaffeln oder Vanillewaffeln verwenden. Die Waffelblätter jetzt mit einem Messer zurechtschneiden und danach die komplette Form damit auskleiden, sowohl am Boden als auch an den Seiten und über den Trennwänden. Bis die komplette Form mit einer Schicht Waffeln bedeckt ist. So sollte das dann in etwa aussehen. Danach die Form nochmals mit Schokolade einpinseln, außerdem mit einer weiteren Schicht Waffeln bedecken und zum Schluss ein letztes Mal mit der restlichen Schokolade einpinseln. Wenn das erledigt ist, kommt die Backform zum Aushärten in den Kühlschrank und wir können uns währenddessen um die Haselnusscreme kümmern. Dafür als erstes 250 ml Milch in einen Topf geben und erwärmen. Unter gelegentlichem Rühren einmal aufkochen lassen, die Milch dann vom Herd ziehen und jetzt 200 Gramm weiße Schokolade sowie einen guten Teelöffel Nutella dazugeben, mit einem Schneebesen gründlich verrühren, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Dann 150 Gramm gehackte und geröstete Haselnüsse dazugeben und anschließend alles mit einem Pürierstab oder wenn ihr habt in einem Standmixer bzw. Smoothie Maker für etwa 5 bis 6 Minuten pürieren. Je feiner, desto besser. Die Haselnussmischung anschließend kurz zum Abkühlen zur Seite stellen. Währenddessen können wir uns schon mal um den Bueno Boden kümmern. Dafür habe ich hier 2 Waffelplatten auf die Länge der Backform zurechtgeschnitten. Jetzt eine der Platten mit etwas geschmolzener Schokolade einpinseln, dann die zweite Platte darauf ankleben und von oben nochmals mit etwas Schokolade einpinseln. Die Waffelplatten ebenfalls zum Auskühlen zur Seite stellen und weiter geht's mit der Haselnusscreme, dafür 300 Gramm Mascarpone zusammen mit der abgekühlten Haselnussmischung in eine Rührschüssel geben, das Ganze danach mit einem Schneebesen glatt rühren und die Creme
anschließend mit einer Schöpfkelle in die vorbereitete Backform geben. So alle 3 Kammern bis fast zum Überlaufen mit der Haselnusscreme füllen. Dann die abschließende Waffelschicht mit der Schokoladenseite nach unten darauf andrücken und zum Schluss nochmals 100 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, auf die Waffelschicht gießen und mit einem Pinsel gleichmäßig darauf verstreichen. Danach muss das Kinder Bueno zum Auskühlen in den Kühlschrank, mindestens 12 Stunden, am besten aber über Nacht, so kann die Creme im Inneren schön fest werden. Am nächsten Tag die Backform vorsichtig auf die Arbeitsplatte stürzen, die Backform abnehmen, außerdem die Frischhaltefolie abziehen und die beiden Trennwände vorsichtig herauslösen. Als nächstes weitere 250 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, 2 Esslöffel Öl zur Schokolade geben, gut miteinander verrühren, bis die Schokolade richtig schön flüssig ist. Dann ein Backpapier auf die Arbeitsplatte legen, mittig 2 gleich große Kaffeetassen darauf platzieren, das Kinder Bueno vorsichtig auf die Tassen setzen und jetzt mit der flüssigen Schokolade übergießen, bis der gesamte Riegel mit Schokolade bedeckt ist. Die Schokolade danach etwas auskühlen lassen, dann mit einem Messer am Boden die Schokoladenspitzen entfernen und zum Abschluss den gesamten Riegel mit dunklen Schokoladenstreifen dekorieren. Danach muss das Kinder Bueno nochmals in den Kühlschrank, bis die Schokolade außen schön fest geworden ist. So sieht der fertige Riegel dann aus. Hier das Original daneben. Und jetzt schneiden wir es nochmal an. So sieht das Kinder Bueno von innen aus. Auch hier nochmal das Original daneben. Ich finde es sehr gelungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Schokoriegel ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.